Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video-Review vom Blade 10 E-Scooter in der Österreich-Edition. Ich werde das Ganze in mehrere Teile unterteilen, beginnend damit, dass ich allgemein einmal sage, für wen ist das Gerät gedacht, ja, wer kann das am besten benutzen, für welche Leute ist es vielleicht eher weniger. Danach eine kurze Einführung in die technischen Daten und dann eine grobe Besprechung der einzelnen Teile, um einmal schnell durchzugehen. Was sind da für Bremsen, wie schaut das aus mit dem Motor, was sind die Besonderheiten vom Scooter, abgesehen davon von dem, was man vielleicht aus dem Datenblatt lesen kann. Beginnen wir gleich mal direkt damit, für welche Leute, wer soll sich jetzt diesen E-Scooter, den Blade 10 in der Österreich Edition antun? Ja? Für wen ist das Richtige? Es ist so, dass es einige oder sogar sehr, sehr viele Scooter gibt, die man gut nehmen kann, um beim Bäcker Brötchen zu kaufen, zum Zug zu fahren, den dann mitzunehmen und kleine Wege zurückzulegen. Es gibt dann relativ wenige legale E-Scooter, für die man dann nicht abgestraft wird, wenn man damit herumfährt und von der Polizei erwischt wird, die auch dafür gedacht sind, dass man damit wirklich längere Wege, Touren macht, mal querfeldein fährt. Ja. Also da ist es so, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt und viele kleinere Geräte einfach nicht die Federung haben, nicht den Akku haben dazu, dass es geht oder auch einfach nicht bequem sind, wenn man lange drauf steht. Ja. Das ist halt, macht einen großen Unterschied. Noch dazu ist es so, dass es auch im Falle vom Blade 10, der genau dafür geeignet ist, dass man eben etwas länger fährt, etwas mehr Leistung zur Verfügung hat, auch einen Berg rauf fährt, dass der auch super gut geeignet ist, um zum Beispiel schwerere Personen zu transportieren oder, so wie mich, das was für mich besonders wichtig ist, größere Personen. Gehen wir mal weiter zu den technischen Daten. Ja, der Scooter, und das ist vielleicht dann das weiße Kriterium, kann ich den verwenden oder kann ich ihn nicht verwenden. Er hat 31,5 Kilogramm. Ja, also das ist mal für manche Leute, die keinen Aufzug haben und in den 3. Stock müssen, sowas wie ich, ja, kann das sein, dass das vielleicht ein Ausschlusskriterium ist. Ich kann den, ich sage mal, ich möchte ihn nicht jeden Tag rauf und runter tragen, muss ich in meinem Fall auch nicht. Ich kann den unten extra stehen lassen. Aber jeden Tag in einen 3. Stock tragen ohne Lift ist dann schon schwierig. Es geht, aber das ist dann für die Handgelenke und alles unangenehm. Für Frauen, kleinere Personen und so wäre das dann gar nicht mehr möglich. Ja? Okay, es gibt sicher auch starke Frauen, aber es ist für mich auch schwierig, ja? Muss man wirklich dazu sagen. Aber für einen Ausflug alle paar Tage geht das zum Beispiel super. Eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefällt und die auch wichtig ist, wenn man das Gerät heben möchte, ich habe hier hinten einen Griff, sehr praktisch. Ich kann hier zum Beispiel greifen und hier vorne und hochheben, ja, das ist relativ einfach. Obwohl das Gerät schwer ist, ist es deshalb leicht zum Nehmen, aber mit der Zeit hängt es sich halt trotzdem rein, also das darf man nicht unterschätzen. Man kann ihn auch in den Zug mit reinnehmen, aber er ist relativ groß, ja, es sind 1,35 Meter von der Länge her. Auch die Höhe zusammengeklappt. Es ist einfach ein großes Gerät. Es geht in die meisten Kofferräume nur leicht diagonal rein, also quer sozusagen, geht sich in sehr, sehr vielen Fällen nicht aus. Man hat eine Nennleistung von 500 Watt, der Motor. Der Controller, der verbaut ist, der den Motor dann ansteuert, hat 30 Ampere bei 60 Volt Nennspannung zur Verfügung. Das geht dann auf eine maximale Leistung von rund 2000 Watt zurück, also es sind ein kleines bisschen weniger. Dabei muss man aber sagen, dass diese 2000 Watt erfahrungsgemäß, und das würde ich dann in einem Detail in einem eigenen Video ein bisschen erläutern, wie das funktioniert, aber man hat, wenn man in der limitierten Version fährt, nicht ganz diese 2000 Watt zur Verfügung. Ja, das heißt, die Leistung ist dann auch etwas mitlimitiert, aber das, was überbleibt, ist immer noch das Doppelte bis Dreifache von dem, was man mit anderen Geräten hat. Also der fährt mühelos Steigungen rauf, die andere Geräte halt einfach gar nicht mehr schaffen oder auch nicht einmal mehr ansatzweise. Wir haben eine Federung vorne und hinten. Die Federung sind so wie bei einem Mountainbike oder manchen Fahrrädern verwendete Federn, die sind 165 mm lang und haben einen Federweg von 4 cm, ja, 38 mm ungefähr.
Und diese 38 mm hier bedeuten, dass man hier hinten, ja, auf der Länge von dem Arm gute 10 cm Federweg hat. Ja, das ist ungefähr so viel. Und das ist richtig, richtig viel, weil manche andere Scooter haben das. Ja, und das ist dann die Federung. Auch wir haben manche Geräte, die haben halt, ja, sie federn ein kleines bisschen was, wenn man auf der Straße über ein kleines Steinchen fährt. Nur, wenn man irgendwo vom Randstein runterhüpft, reicht es schon lange nicht mehr. Und wenn man irgendwo in ein Schlagloch kommt, ja, oder einen unebenen Feldweg fährt, ist es schon furchtbar. Ja. Und mit dem Gerät geht es noch. Ja. Natürlich, man hat E-Scooter-Reifen 10 Zoll, in dem Fall 10 Zoll mal 3 Zoll. Aber es ist immer noch so, dass mit dieser Federung wesentlich mehr möglich ist. Eine besonders praktische Sache übrigens, die es sonst sehr, sehr, sehr selten gibt und die hier nicht explizit beworben wird, aber diese Federungen hier haben hydraulische Dämpfer. Was hilft mir das? Für den Fall, dass ich normalerweise eine relativ weiche Federung hätte, ja, und eine mit viel Federweg, dann wird das Ganze instabil, weil es halt wackelt und hin und her. Und einen Dämpfer unterdrückt dieses Schwimmen, Wackeln und sowas, sondern schaut, dass es möglichst stabil bleibt und irgendwelche Wippbewegungen sozusagen sehr bedämpft werden. Das heißt, bei diesem Scooter habe ich gegenüber anderen Modellen, die keinen Dämpfer haben, und auch der hatte in der früheren Version keine Dämpfer, sondern nur Federungen. Und mit dem Dämpfer habe ich ein viel satteres Gefühl auf der Straße. Ich spüre mehr die Straße. Ja, ich spüre sie auch mehr durch. Das schon, das stimmt, ja. Aber ich habe immer, auch in einer engen Kurve, ich habe immer Bodenkontakt. Ich kann mich an den Boden anpressen und habe ein richtig gutes, stabiles Gefühl. Und das hätte ich bei einer reinen Federung nicht. Die fangen zum Schwingen an dann zum Beispiel, ja. Oder für den Fall, dass ich irgendwelche Kuppen habe und dort schneller drüber fahre, dann hebt es mich aus sozusagen. Ja. Und das ist ein ungutes, weniger stabiles Gefühl. Mit einer Federung mit Dämpfer habe ich den besten Komfort von der Federung, ja, die wirklich viel Federweg hat, aber auch dieses satte Gefühl auf der Straße und mit verschiedenen Gewichten auch noch immer einen guten Anpressdruck und ein stabiles Gefühl. Ja, das ist wirklich sehr wichtig und ein großer Vorteil, auch wenn es hier gar nicht so großartig beworben wird. Das Beste habe ich euch noch vorenthalten. Wir haben hier auf dem Scooter hinten beim Motor genauso wie vorne beim Laufrad teilbare Felgen. Und der große Vorteil davon ist, dass ich mir dieses lästige Reifen über die Felge heben, was ich bei ganz, ganz vielen anderen Geräten habe, erspare. Ja? Also ich habe den großen Komfort, dass ich einfach hier auf der Seite und auf der anderen Seite die Mutter abschraube, dann nehme ich das Rad raus, schraube hier diese 3 Schrauben auf beispielsweise, teile die Felge auseinander, nehme den Reifen raus, wechsle den Schlauch beispielsweise oder auch den Reifen, wenn ich das muss, lege es wieder rein. Ich lege es in die Felge rein, schraube das Ganze zu, schraube es hier wieder fest und bin fertig. Aufpumpen natürlich auch noch, ja? Und schauen, dass das alles gut drin sitzt. Aber das ist eine Sache von ein paar Minuten und ich breche mir dabei nicht die Finger. Ich habe bei anderen Scootern zum Teil schon 2 Stunden lang an einem Reifen gesessen, das wirklich, wirklich schwierig war. Ja, und dann braucht man entweder metallene Reifenheber, damit man es überhaupt drüber kriegt und dann ist wieder die Felge zerkratzt. Das kann man sich alles mit dem sparen. Ja, gehört der Vergangenheit an. Hier schraubt man es einfach auf und das ist wesentlich leichter. Ja, man muss aufpassen, auch hinten beispielsweise mit dem Motor, mit den ganzen Kabel und dass man das wieder schön einfädelt, dann, wenn man es hier die Bremse, zum Beispiel auch bei der Bremsscheibe und alles rausnimmt. Aber es ist nicht komplizierter als das. Ja, also aufschrauben, rausnehmen, Felge aufschrauben, Reifen raus, Schlauch tauschen, wieder zu und fertig. Wirklich, wirklich super und sehr, sehr praktisch. Ihr werdet es lieben. Das optimale Gewicht übrigens für den Scooter, wenn als Person, ja, und das hängt jetzt von der Federung ab. Natürlich kann jede leichtere Person das auch fahren, aber optimal sind, würde ich sagen, so 70 Kilo bis 120 Kilo. Wobei mit 80 bis 110 so richtig funktioniert das besonders gut. Jemand, der noch einmal deutlich leichter wäre, würde sich schwer tun, weil einfach die Federung wenig einfedert. Da müsste man dann die Federn wechseln, was man kann. Man kann das auseinanderschrauben, andere Feder reintun. Und mit einer deutlich schwereren Person kann man die Federvorspannung erhöhen, sodass sie sich noch etwas straffer anfühlt. Aber auch da ist irgendwann dieser Punkt erreicht, wo man es dann nicht mehr vorspannen kann.
Aber es ist wirklich ein sehr breiter Bereich, wo man das optimal einstellen kann. Und die Federung, das wird bei manchen anderen Geräten ist, das ist nämlich so, wenn man die Federung zusammenschraubt sozusagen, ja, wird auch der Federweg kürzer. In dem Fall ist es so, dass nur die Feder zusammengedrückt wird, aber man verliert keinen Federweg. Das heißt, ich habe auch, wenn ich die Vorspannung ein bisschen erhöhe, immer noch die vollen 11 cm, 10, 11 cm Federweg. Der Lenker ist höhenverstellbar. Ich habe die Möglichkeit, das Ganze sehr niedrig zu machen. Das brauche ich nur, wenn ich, also selbst sehr kleine Leute werden das nicht so niedrig brauchen, wie man den Lenker einstellen kann. Aber wenn ich zum Beispiel den optionalen Sitz montiere, ist es für mich sicherlich interessant, dass ich den Lenker möglichst weit unten habe, damit ich nicht dann so fahre, ja, was durchaus so ausschauen wird, wenn man das jetzt so einstellt, auch mit mir drauf. Wenn ich allerdings eine relativ große Person bin, kann ich den Lenker durchaus auch auf rund 110 cm Höhe vom Deck weg einstellen. Ja. Als Vergleich, viele andere Scooter haben zum Beispiel Höhen Deck zu Lenker von 98 cm, manche 95 cm, manche 102. Aber 110, also hier ist wirklich ein sehr großer Bereich, wo man das Ganze optimal einstellen kann. Und man sieht, das hier sind jetzt um die 106 cm und ich habe hier immer noch Kabel, dass ich kann es immer noch weiter ausziehen. Also ich habe da wirklich einiges an Spielraum. Ich habe hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten. Man sieht hier die hintere, die vordere ist auf der anderen Seite. 140 mm durchmessende Bremsscheiben und darauf XOD hydraulische Scheibenbremsen. Die Bremsen sind recht angenehm. Ja, sie sind schärfer als typischerweise und griffiger sozusagen und bremsen schneller als typische semihydraulische oder überhaupt nur mechanische Scheibenbremsen und 10-mal besser als Trommelbremsen. Also das ist wirklich ein Riesenunterschied. Aber sie sind nicht ganz so extrem bissig wie manche andere Mountainbike- oder Scheibenbremsen, die ich kennengelernt habe, weil sie eine andere Übersetzung haben. Das heißt, ich kann durchaus mit 2, 3 Fingern stark zugreifen, um zu bremsen. Und es überschlägt mich nicht, ja? Aber es ist dafür sehr, sehr beginnerfreundlich. Ja? Ich habe eine etwas bessere Bremsleistung als bei normalen semihydraulischen Bremsen, aber es ist nicht extrem. Also es wird für Leute, die sehr oft extrem schnell fahren, ja, oder jetzt die ganze Bergab, Downhill, wäre das dann etwas zu wenig. Wenn ich sage jetzt mal 20 km/h, 30, 40 km/h fahre, ist das vollkommen okay. Von 70 runterbremsen wäre das dann auf Dauer etwas zu wenig. Also da würde ich mir dann noch etwas hochwertigere Bremsen wünschen. So sind sie aber voll okay. Ich habe da vorne ein Licht, ein 18 Watt Licht, ja, also das ist einiges. Man muss ein bisschen aufpassen bei dem Licht, dass ich nicht die entgegenkommenden Leute blende, ja, weil es hat einen halbwegs fokussierten Strahl zwar, aber es ist immer noch am Rand noch immer recht hell. Das heißt, ich habe eine gute Ausleuchtung und sehe sehr viel, aber ich muss ein bisschen nach unten biegen, sonst würde ich die Leute, die mir entgegenkommen, doch sehr blenden. Ich habe eine Hupe, ich kann euch das mal kurz zeigen. Also hier übrigens auch ein Zündschloss mit Spannungsanzeige, was interessant ist, wenn ich auflade, dass ich nicht das ganze Gerät aufdrehen muss und ich sehe die Spannung. So, ich drehe das mal auf. Jetzt mal die Hupe. Also, man hört sie, die Leute wissen mittlerweile, dass alles, was so quäkt, ein E-Scooter ist und nicht irgendein Alien. Ja, also es ist nicht mehr so wie vor einigen Jahren, dass die Leute dann so, was ist denn das? Ja, es ist keine Fahrradklingel, sondern die Leute wissen mittlerweile, was das ist. Ich habe dazu dann auch noch Blinker, die ich allerdings, und darum finde ich sie nicht unglaublich praktisch, ich sehe die nur von hinten. Ja, hier ein Blinker. Wenn ich den zweiten einschalte, kann man es auch als ein Notfalllicht sozusagen, als Warnlicht verwenden. Aber hier wäre es interessant und da bin ich durchaus selber auch noch auf der Suche, wie man das am besten befestigt, dass man einfach vorne auch noch welche hat, nach vorne gerichtet, damit Leute auf beiden Seiten was sehen. Ja, also, und was ich dann überlegen kann, zu den Handzeichen dazu auch noch die Blinker zu verwenden, weil wenn ich jetzt einen entgegenkommenden anzeigen möchte, dass ich halt links abbiege, hilft mir der Blinker in dem Fall zum Beispiel nichts. Ich habe hier einen auf Englisch würde man sagen beefy, ja, einen kräftigen und ziemlich mächtigen Ständer.
Ja, das klingt falsch. Auf Englisch ist das ein bisschen weniger verfänglich. Einen großen, heißen die noch irgendwie anders? Kickstand, der auch ein gutes Feedback liefert und wirklich sehr massiv ist. Also der Ständer wird nicht abbrechen. Was allerdings passieren kann, und da muss man dann aufpassen, das ist immer noch ein Grund, warum man dann nicht am besten einen Ständer raus und dann drauf herumhüpfen, ja, weil die Verschraubung hier rein in das Gerät, in das Deck, in 2, 3, ich glaube es sind 3 mm dickes Aluminium greift. Und für den Fall, dass ich das jetzt hier extrem belasten würde, dem hier passiert gar nichts. Der hält das aus, aber ich reiße dann die Schrauben raus. Ja, das ist immer noch so dicker Ständer, ich werde den nicht verbiegen, ich werde dem nichts tun, aber ich muss ein bisschen noch aufpassen, dass ich nicht einfach die Schrauben rausreiße und dann, ja, dann habe ich auch nichts davon. Also ja, man kann ihn Höhen verstellen, aber er passt so, wie es kommt. Es gibt eine Anleitung dazu. Also so wie er von vornherein ist, kann man den durchaus direkt verwenden. Man muss den selber montieren. Aufpassen, also das ist nicht, der kommt nicht vormontiert, weil er einfach zu groß wäre und überall dann hängen bleibt oder sich verbiegt, wenn man so das Gerät in der Verpackung drin hat. Auch die Blinker muss man zum Beispiel selber montieren. Ich habe, noch weiter, um darauf zurückzukommen, ich habe ein Seitenlicht, das rot ist. Ich kann das innen extra abstecken, also man kann das Seitenlicht abstecken. Ich könnte auch andere Lichter abstecken, nur das bringt nichts. Ja. Ich habe hinten ein Rücklicht, das man relativ gut sieht. Ich habe extra zum Rücklicht hier das Bremslicht. Ja. Das ist auch recht gut sichtbar bei Tag und bei Nacht. Ich habe vorne das Hauptlicht und dann noch 2 Lichter auf den Seiten, die für extra Sichtbarkeit sorgen. Also passive Sichtbarkeit, die beleuchten nicht wirklich viel. Also es ist nicht so, dass man mit diesen Lichtern die Straße ausleuchtet. Mit diesem Licht aber auf jeden Fall schon. Ja. Was ich noch habe, was viele Geräte sonst nicht haben, ist neben dem sehr großzügigen Deck, auf dem durchaus 2 Füße Platz haben, habe ich hier hinten noch extra eine Fußstütze, eine leicht angewinkelte. Hier ist es einerseits sehr angenehm, dass die leicht angewinkelt ist und nicht so stark, weil sonst so kann man sich nicht gut dagegen stellen, aber hier geht das sehr, sehr gut. Ich habe hier drauf Grip Tape und das macht das Ganze sehr grippy, wie man so schön sagt. Es greift hier der Schuh super und man rutscht nicht, genauso wie auch am Deck. Der Nachteil von Grip Tape ist allerdings, dass es sich etwas schwerer reinigen lässt. Also für den Fall, dass ich jetzt eine Silikonmatte hätte, ist es so, dass ich kann den Dreck alles wegwischen, ich sehe ihn aber auch sofort. Und hier ist es so, ich habe das hier noch nicht geputzt, ich bin schon einige Male gefahren, es schaut immer noch schön aus, aber wenn das halt dreckig wird und hier Dreck sich hineingearbeitet hat, dann muss man halt mit der Zahnbürste stehen und das Ganze halt ausputzen, Also das ist ein bisschen mehr Aufwand, dass ich das wieder sauber bekomme, als eine Silikonmatte. Das muss man schon dazu sagen. Ich habe hier oben die Bedienelemente, ich habe Griffe, die leicht gummiert sind und so einen Flügel. Das ist ergonomisch, um hier den Nerv ein bisschen zu stützen, den Kapillarnerv zu stützen. Ja. Damit kann man länger angenehm fahren. Es gibt aber viele Leute, die wollen die nicht, sondern andere. Und ich werde in einem eigenen Video auch noch Alternativen vorstellen. Für den Fall, dass ich jetzt sage, ich habe gerne runde Griffe, das gibt es auch. Es gibt viele Leute, die das halt lieber haben. Ich habe hier einen Lenker-Vorbauadapter, einen relativ kurzen. Ich kann den einfach ersetzen. Ich kann auch den Lenker, der 65 cm breit ist in der Standardvariante, was schon breiter ist als die meisten normalen, den kann ich auch einfach ersetzen. Ich brauche einen Lenker mit einem Durchmesser von 31,8 mm und könnte mir jeden anderen Mountainbike-Lenker, einen Carbon-Lenker, einen breiteren, sowas halt auch rauf tun. Muss ich aber nicht, weil der Standardlenker sehr, sehr gut funktioniert und weder zu breit noch zu eng ist in den meisten Fällen. Ja. Hier ist die Schnalle zum Verstellen von der Höhe. Hier unten ist der Faltmechanismus. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das ist kein Schnellfaltmechanismus, sondern das zu falten dauert ein kleines bisschen. Ich kann es jetzt so zeigen. Es ist nicht furchtbar schrecklich, aber es ist nicht so, dass ich einfach nur irgendwo eine Klemme öffne und das Ganze dann
einfach so sich faltet, sondern ich brauche, wie man sieht, ganz kurz brauche ich. Man muss das dann gerade drehen, dass das funktioniert. Ups. Und dann kann ich ihn falten. Für den Fall, dass ich das jetzt irgendwo mitnehmen möchte, würde ich beispielsweise, es hängt sich nicht ein, es gibt keinen Latching-Mechanismus, wie das auf Englisch heißt. Man könnte sowas machen, ja, dass es hier, dass zum Beispiel hier eine kleine Lasche zum Beispiel ist, aber ich würde einfach hier irgendwas einklemmen und dann da ein Band rundherum binden, beispielsweise, wenn ich das Ganze im Auto transportiere, dann bewegt sich das auch nicht und ist stabil. Ansonsten ist es so, dass das ein Gerät ist für Leute, die es eher weniger oft falten müssen. Es macht ihn auch nicht leichter zum Tragen, muss man auch dazu sagen. Das heißt, das ist fürs Tragen würde ich ihn nicht notwendigerweise falten und wenn fürs Transportieren ist es so, dass ich das machen kann, hier irgendetwas einklemmen und dann da irgendein Band rundherum, dann geht das auch. Zum Zumachen, hier ein bisschen drehen, zu. Es braucht auch ein bisschen Kraft, das ist nicht furchtbar, aber man braucht schon etwas, also ist nicht. Und man muss sich eventuell rantasten, jetzt ist es zum Beispiel zu fest, mache ich es ein bisschen lockerer, mache das zu. Dann hier auch nochmal schauen, ob das jetzt auch gut fest ist, so, noch ein bisschen zu. Und der Mechanismus ist hier relativ stabil, was heißt relativ? Es gibt Mechanismen, die ein kleines bisschen stabiler sind, das heißt noch ein bisschen weniger Spiel nach vorn und hinten haben, aber das ist schon sehr, sehr gut. Also es wird die allermeisten nicht stören, aber im Vergleich zu den besten Mechanismen oder steifesten Mechanismen, wie es zum Beispiel das Schwestermodell Blade X hat, ist dieser hier so, dass er ein ganz kleines bisschen Bewegung erlaubt. Also wenn ich hier oben fest anziehe, ja, und das hier so festhält, merkt man ein kleines bisschen. Ja. Allerdings ist die Hälfte davon, dass sich dieser Teil hier ein bisschen schon verbiegen lässt. Ja, das ist jetzt übertrieben. Man merkt auch beim Fahren nichts davon, aber es ist insgesamt schon wirklich sehr stabil. Warum sage ich das? Es gibt verschiedene Herausforderungen immer bei diesem Teil, ja, und bei ganz vielen Geräten, zum Beispiel bei den Dualtron Cardsters, beim Carbo Mantis ist das da unten was drinnen gebrochen. Ja, und man muss die richtige Kombination finden, dass es stabil ist, ohne dass man sich damit irgendwelche anderen Nachteile einhandelt. Wenn das Ganze zum Beispiel immer ultra stabil ist und sich kein kleines bisschen bewegt, dann ist der ganze Druck und das ganze Drehmoment dann auf diesem Teil da drinnen, dass das zusammenhält und dann bricht es leichter. Das heißt, ultra stabil ist auch nicht immer vorteilhaft, weil für den Fall, dass sich das hier ein kleines bisschen bewegt und hier ein kleines bisschen bewegt, habe ich da unten eventuell schon etwas weniger Kraft drauf und es hält einfach länger die Teile. Ja. Aber es sollte auch gleichzeitig ein sicheres Gefühl vermitteln und sich nicht zu viel bewegen. Eine Sache, die man auf jeden Fall ansprechen muss und die auch für mich sehr wichtig ist, durchaus würde ich sagen, eine standardmäßig eine kleine Schwäche von dem E-Scooter ist, dass er auch nur nach IP54, er ist nicht einmal wirklich zertifiziert, aber er wird ungefähr das erfüllen. Das heißt, ein leichtes Spritzwasser von oben und von der Seite ist okay, aber es wird auch empfohlen, ja, also am besten Wasser, Regen und so weiter vermeiden. Warum ist das so? Einerseits einmal, gibt es zwei Gründe. Ja. Ein Grund ist, dass die Kotflügel und das alles, das funktioniert gut genug, ja, aber es kann ein kleines bisschen Richtung Deck spritzen. Und der andere Grund ist, dass hier vorne, hier diese Schlitze da rundherum und hier, dass da, wenn man genau schaut, könnte hier ein kleines bisschen Wasser eindringen. Seitlich ist es ist rundherum eine Gummiabdichtung, ja, das funktioniert grundsätzlich auch, aber es ist nicht so, dass das viel Wasser dann abhalten kann. Für den Fall, dass ich tatsächlich sage, ich möchte das Gerät auch im Regen fahren und so, würde ich zwei Maßnahmen empfehlen. Eine davon ist, dass ich hier abdichte, ja, und da, diese Linien da außen. Damit habe ich dann, ich sage mal, 97% schon mal erledigt und es gibt optional, und das werde ich auch in einem eigenen Video dann ein bisschen genauer erklären, auch noch hier einen Zusatzkotflügel, der die Federung schützt und hier vorne auch, dass man das nach unten ein kleines bisschen erweitert und dann einfach weniger Dreck und weniger Spritzwasser in die Federungen bekommt, was auch für deren Langlebigkeit vorteilhaft ist. Und ich muss auch noch
ein kleines bisschen, wobei das nicht so schlimm ist, ja, aber ich würde dann auch noch empfehlen, ein kleines bisschen das Display abzudichten. Hier unten haben wir noch was Interessantes. Wir haben hier 2 Ladeports. Es sind GX16-3, also dreipolige Anschlüsse, und man kann insgesamt, es wird empfohlen, mit nicht mehr als 5 Ampere zu laden, aber abgesichert sind die mit 5 Ampere pro Ladeport. Ja, das heißt, theoretisch könnte ich gemeinsam mit 10 Ampere laden. Meine persönliche Empfehlung und Erfahrung ist, dass man Scooter und auch für den Akku, dass es gut ist, dass man ihn nicht schneller lädt als 3 Stunden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, meine Kapazität in dem Fall sind 20,8 Amperestunden bei 60 Volt, dann sollte ich die 21 Amperestunden nicht mehr als 7 Ampere schnell laden und damit halt nicht weniger als 3 Stunden brauchen, weil das dann sonst für den Akku einfach zu schnelles Laden ist und ihn ein kleines bisschen mehr stresst und er etwas weniger lang hält. Es würde funktionieren, ja? Man kann es theoretisch auch innerhalb von 2 Stunden aufladen. Es ist nur absolut nicht empfohlen. Also ich würde sagen 3 Stunden oder länger, was in diesem Fall heißt 7 Ampere oder weniger gleichzeitig über beide Ports, wovon ein Port aber nur mit 5 Ampere belegt sein sollte. Ja. Man könnte also empfehlen, würde ich jetzt also, wenn man es jetzt wirklich macht, dass ich sage, ich nehme beispielsweise ein 5 Ampere Ladegerät. Die sind aber relativ laut. Oder ich nehme, und das ist meine beliebte Variante, also mir am liebsten, weil ich nämlich den Lärm von den Ladegeräten nicht mag, von den Schnellladegeräten, ich nehme einfach 2 normale Ladegeräte, 2 Ampere Standardladegeräte und damit habe ich insgesamt 4 Ampere. Und mit 4 Ampere lade ich dann, ich würde mal sagen, wenn er ganz leer wäre, um die 6 Stunden. Ja, weil am Ende lädt es ein bisschen langsamer, also das geht sich dann aus, ungefähr 6 Stunden mit 2 Standard-Ladegeräten zum Vollladen. Kostet auch nicht viel und hat den Vorteil, dass man dann im Fall des Falles ein Ladegerät woanders hin mitnehmen kann. Oder ich habe, so wie ich, 5 Ladegeräte überall verteilt und kann alle möglichen Varianten nehmen. Also 2 Ladeanschlüsse mit jeweils maximal 5 Ampere, aber empfohlen vom Hersteller, dass man halt mit einmal 5 Ampere lädt und das wären dann 5 bis 6 Stunden, sowas in die Richtung, was man sich vorstellen kann. Was noch wichtig ist, wie weit komme ich dann mit dieser Akkuleistung? Ja, ich habe 60 Volt und knapp 21 Amperestunden. Ich würde mal sagen, wenn man entsprechend gemütlich fährt, sollten da durchaus 80 Kilometer drin sein. Gemütlich fährt heißt jetzt 25 bis 20 km/h in diesem Bereich sich bewegt, weil der Akku wirklich, wirklich sehr groß ist, verhältnismäßig. Und wenn ich dann das Gerät, was wir bei uns in Österreich nicht dürfen, ja, aber für den Fall, dass ich jetzt sage, ich betreibe das Ganze ohne Limiter und fahre die 55 km/h, die der kann, ja, dann wird wahrscheinlich in 40 Minuten der Akku leer sein und ich komme damit vielleicht 30 Kilometer weit, ja, 35 Kilometer weit. Eventuell auch etwas weniger, je nachdem, wenn man viel Stop and Go fährt, Vollgas gibt die ganze Zeit, bergauf und alles. Geht ja alles, aber das reduziert natürlich massiv meine Reichweite. Ja. Auch jetzt im Winter, im Moment ist es gerade Winter bei mir, je nachdem, man sich euch das anschaut, hoffentlich nicht, aber kann es natürlich sein, dass man dann wesentlich weniger weit kommt, wenn es einfach sehr, sehr kalt ist und dem Akku auch kalt ist, da kommt man dann nicht so weit. Das beschließt erst einmal auch mein Kurzreview vom Blade 10 E-Scooter. Ich würde dann empfehlen, schaut auch noch meine nachfolgenden Videos an, wo ich optionales Zubehör bespreche, mit dem man viele Sachen noch einmal verbessern kann. Schaut, dass man noch etwas mehr aus seinem Scooter rausholt. Und ich mache dann auch noch eine Detailbesprechung, wo ich ganz genau auf die einzelnen Komponenten eingehe, andere Optionen bespreche, schaue, was man machen kann, schaue, was man noch dazu anschließen kann, die Elektronik ein bisschen anschaue und so weiter und euch zeige, wie das Ganze innen ausschaut, wo man was wie verlegen kann und was es noch für Tricks gibt. Vielen Dank!